Hi, willkommen oder willkommen zurück. Heute möchte ich mit euch über das Thema Berufswahl sprechen, und zwar im Besonderen in Bezug auf ADHSlerinnen oder generell neurodivergente Menschen. Und nein, jetzt kommt nicht eine Liste von Berufen, für die wir besonders geeignet sind, oder eine Liste von Berufen, die wir nicht machen sollten, denn ich glaube, das ist absoluter Quatsch. Wir können letztlich alles tun, solange es zu uns passt und solange es uns damit gut geht und wir uns nicht komplett verstellen müssen. Das heißt, wir sollten vielleicht etwas speziell achtsam sein, denn unser Hirn kommt ja mit ein paar Spezialeffekten. Und wie immer, ich spreche natürlich hier vor allem aus meiner Sicht und auch ein bisschen davon, was ich in den Communities von anderen neurodivergenten Menschen so höre und lese. Aber natürlich kann ich niemals für alle sprechen und das will ich auch überhaupt nicht, denn wir sind alle so unterschiedlich und haben so unterschiedliche Hintergründe. Einfach, dass das klar ist. Also falls du irgendwo nicht relaten kannst, dann mach dir überhaupt keine Sorgen. Doch bevor wir zum Eingemachten kommen, möchte ich euch noch kurz daran erinnern, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Eure Unterstützung bedeutet mir wirklich mega viel und sie hilft meinem Kanal zu wachsen. Herzlichen Dank. Zuerst möchte ich über einige Besonderheiten und Herausforderungen sprechen, die viele von uns bei der Berufswahl haben. Natürlich können alle Hirne von diesen Impulsen profitieren, doch es gibt schon einige Unterschiede in der Denkweise und Gefühlswelt von Menschen mit ADHS und allgemein von neurodivergenten Menschen. Ich glaube, wir neigen speziell stark dazu, unsere Bedürfnisse entweder nicht zu kennen oder, wenn wir sie kennen, sie beiseite zu schieben, weil wir sehr oft mit der Akzeptanz von anderen kämpfen oder um die Akzeptanz von anderen kämpfen und das halt automatisch ein bisschen dazu führt, dass wir unsere eigenen Dinge unterdrücken. Ich habe in meinem Leben immer wieder mal so damit gestruggelt, überhaupt zu wissen, was ich werden möchte oder was mir überhaupt gefällt und womit ich meine Zeit verbringen möchte, weil einerseits wollte ich extrem viel, was aber so ein bisschen als nicht richtiger Job geächtet wurde, und andererseits wusste ich aber eigentlich auch gar nicht, was ich jetzt für andere tue und was für mich. Also bin ich sehr oft in den komplett falschen Jobs gelandet. Also diese waren inhaltlich schon gut, aber sie haben einfach nicht zu mir gepasst und mir war das einfach auch nicht klar im Vorhinein. Und so kam ich immer wieder in die gleiche Situation, weil ich mehr daran dachte, was man so macht, um Karriere zu machen, statt bei mir anzufangen und mich zu fragen, was ich denn brauche. Und da geht es nicht darum, mir jetzt einen Vorwurf zu machen deswegen oder irgendjemanden zu beschuldigen oder zu sagen, man sei selbst schuld für diese Situation, um Himmels Willen. Aber es ist einfach so, dass uns unser Leben ein bisschen zu dem macht, dass wir unsere Bedürfnisse nicht so gut kennen, und darauf müssen wir extrem unser Augenmerk legen und auch, egal wie alt das wir sind inzwischen, lernen, unsere Bedürfnisse zu kennen und ernst zu nehmen. Und ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht oder so ging. Und mein größter Wunsch ist halt, euch da draußen zu unterstützen, dass ihr vielleicht ein bisschen weniger leidet und vielleicht ein bisschen schneller merkt, was ihr braucht. Hier also nun eine Liste von Dingen, die wir als neurodivergente Personen, als Personen mit ADHS als Herausforderungen haben im Berufsleben oder besser gesagt bei der Berufswahl, die wir nicht außer Acht lassen sollten, wenn wir uns quasi unsere Kriterienliste schreiben oder vorstellen. Einfach Dinge, die wir beachten müssen, wenn es darum geht, unseren Job zu finden, unsere geeignete Stelle oder die geeigneten Stellen zu finden. Weil es geht eben ja nicht darum, einfach etwas zu finden und uns da reinzuquetschen und dann fast zu verzweifeln, sondern es geht letztlich darum, irgendwo unseren Platz zu finden, wo wir uns auch wirklich entfalten können und wo wir so akzeptiert werden auch, wie wir sind. Die Liste ist natürlich nicht abschließend, also lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was da noch fehlt und was da noch hingehört. Erstens, sehr starke moralische Werte und ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Damit möchte ich übrigens nicht sagen, dass neurotypische Menschen das nicht haben, aber es ist einfach so viel ausgeprägter teilweise bei Menschen mit ADHS und generell Menschen mit einer Neurodivergenz. Das heißt also, dass wir uns in Positionen, die von uns, sagen wir mal, ethische Kompromisse fordern, tendenziell extrem unwohl fühlen. Denn es kollidiert ja mit unserem krassen Wunsch, für das Richtige einzustehen. Ich ertrage es zum Beispiel wirklich kaum, wenn ich das Gefühl habe, dass andere ungerecht behandelt werden. Oder generell einfach das Geschäftsgebaren von dem Unternehmen, wo ich bin, irgendwie KundInnen ungerecht behandelt oder wenn es irgendwie um Tierleid geht, etc. Dazu kommt noch, dass wir wirklich dazu neigen, das dann auch klar auszusprechen, was wiederum zu Problemen führen kann.
Und genau darum ist es so wichtig, dass wir unsere Werte ganz genau kennen und eben auch unsere Bedürfnisse, die sind ja verbunden miteinander. Und dass wir diese auch nicht einfach fallen lassen oder übergehen, nur weil wir denken, wir müssen jetzt eine Stelle annehmen, weil vielleicht nichts mehr Besseres kommt. Das bringt mich zum zweiten Punkt, eben, was ich schon gesagt habe, diese Schwierigkeiten, unsere eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Wenn wir sie nicht kennen oder übergehen, dann landen wir vielleicht beispielsweise in einem total hektischen Job, obwohl wir eigentlich sehr viel Ruhe und Struktur brauchen würden. Oder halt umgekehrt, dass wir irgendwo landen, wo wir ein Bore-out bekommen, weil es einfach nur irgendwie darum geht, Excel-Tabellen auszufüllen und alles zu organisieren, aber wir eigentlich Bewegung und Stimulation brauchen würden. Drittens, Energieschwankungen. Viele neurodivergente Menschen, zumindest ganz viele mit ADHS, haben nicht so eine gleichbleibende Energie wie viele neurotypische Menschen, sondern sie schwankt ganz natürlich. Und das können ganz große Schwankungen sein. Natürlich haben das nicht alle, aber es ist so ein bisschen eine Gemeinsamkeit, ein Muster, das ich so sehe in den Communities. Und wir können machen, was wir wollen, aber wir werden wahrscheinlich nie dieses Flatline-Ding haben. Und darum finde ich persönlich es so wichtig, diese Energieschwankungen ein bisschen zu kennen und eine Rolle zu haben irgendwo, wo ich auch mit diesen Energieschwankungen arbeiten und leben kann. Also nicht dagegen ankämpfen muss, sondern den Tag so organisieren kann oder meine Arbeit so organisieren kann, dass das irgendwie passt und dass ich am Schluss auch noch genügend Energie habe in meiner Freizeit und am Abend. Und darum dürfen wir das nicht einfach wegstoßen, weil es nicht normal ist. Und hier geht es vielleicht auch tatsächlich um die Frage, ob unter Umständen eine Selbstständigkeit in Frage kommt. Das natürlich auch wieder mit den eigenen Kinks daherkommt, aber da würde es halt besser gehen mit der Gestaltung der eigenen Energie und der eigenen Zeit. Viertens, viele von uns haben eine ganz starke Tendenz zum Perfektionismus. Siehe auch mein Video vom letzten Mal. Aber das ist ja eben nicht nur eine Schwäche, sondern auch eine Stärke. Das heißt halt einfach auch, dass wir manchmal sehr lange auf etwas fokussieren, um es wirklich, wirklich gut zu machen. Und das ist im Grunde mal nichts Schlechtes. Nur sollte das halt auch möglich sein in einem Job. Einerseits, dass wir uns so auf was konzentrieren können und es wirklich gut machen können, also einerseits die Zeit haben, aber andererseits finde ich auch, dass für mich zumindest es wichtig ist, dass ich auch einen gewissen Rahmen habe, dass das dann nicht überbordet, also dass ich weiß, wann gut ist und wann ich aufhören kann. Und auch da, finde ich, gibt es eigentlich nichts zu schämen. Ist doch gut, wenn das klar ist, weil dann kommt ja das Optimum raus für alle letztendlich. Fünftens, wir können sehr direkt und sehr, sehr ehrlich sein. Ich sage damit nicht, dass andere nicht ehrlich sind, doch bei uns kann es ganz oft vorkommen, dass wir halt einfach sagen, wenn wir sehen, dass irgendein Plan oder eine Strategie an die Wand fährt. Dafür haben wir ein sehr gutes Gespür, vielleicht auch, weil wir sehr gut sind im Erkennen von Mustern. Und das ist halt nicht überall gerne gesehen. Aber ich finde das eine extreme Stärke, dass wir einschätzen können, ob etwas gut kommt oder nicht gut kommt oder halt auch Fehler zu sehen in irgendwelchen Überlegungen und Prozessen, weil der Hintergedanke dahinter ist ja, dafür zu sorgen, dass etwas gut rauskommt und dass ein Ziel gut erreicht wird und dass am Schluss das Ergebnis einfach geil ist. Und ich glaube, wir gehen am meisten in Rollen auf, wo das auch gern gesehen ist. In Unternehmen, wo die Fehlerkultur halt so gestaltet ist, dass man solche Feedbacks verarbeitet und bespricht und sie eben nicht gleich ablehnt oder als total unhöflich empfindet. Ich glaube, wir brauchen einfach ein Umfeld, wo diese Stärke respektiert wird und auch als Stärke gesehen wird. Sechstens, Informationsverhalten und auch Kommunikationsverhalten. Ich persönlich brauche Instruktionen schriftlich. Also entweder muss ich Zeit haben, mir alles aufzuschreiben oder die Menschen verschicken irgendwie E-Mails oder es gibt irgendein Portal, wo man sich die Infos holen kann. Ich könnte nicht in einem Umfeld arbeiten, wo immer alles nur telefonisch, um Himmels Willen, besprochen und abgemacht wird. Und auch da, das war für mich oft eine Falle, das ist wichtiger, als man denkt, weil wenn man dann in einem Unternehmen ist, wo immer alles nur so zwischen Tür und Angel und am Telefon besprochen wird, dann hat man halt einfach echt Mühe. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Welche Kommunikationskanäle gibt es? Werden Sachen per Chat besprochen? Wird es akzeptiert und auch respektiert, dass man vielleicht schriftlich besser kommuniziert als mündlich, also dass man Fragen vielleicht in einem Chat stellt, statt schnell anzurufen. Das ist im Alltag wirklich sehr, sehr bedeutend, weil es kann so viel Stress auslösen, wenn man sich komplett verstellen muss. Siebtens, schnelle Langeweile und sehr viele Interessen. Es ist ganz wichtig, das mit zu beachten, dass wenn du weißt, du brauchst viel Abwechslung und
und du interessierst dich vielleicht nach 2 Monaten nicht mehr für ein Thema, wenn du es mal begriffen hast, dass du vielleicht einen Job bekommst, auswählst, der dir das bietet. Vielleicht interne Wechselmöglichkeiten oder einfach in sich im Job selbst so viel Abwechslung gibt, dass es dir eben nicht gleich langweilig wird. Achtens, unsere sensorischen Bedürfnisse und Bedürfnisse an Bewegung. Viele von uns sind hochsensibel und arbeiten einfach besser von zu Hause aus zum Beispiel. Also heißt das, dass Remote eine Option sein muss. Oder aber es gibt Menschen, die ein bisschen mehr Bewegung brauchen und vielleicht auch einen Arbeitsplatzwechsel, also innerhalb vom Büro wechseln müssen, damit es ihnen gut geht. Einige von uns können nicht arbeiten, wenn es so viele Nebengeräusche gibt. Also wir brauchen irgendwelche Kopfhörer, um uns abzuschirmen. Da gibt es ganz viele so Sachen, die vielleicht von Normies nicht so verstanden werden. Und da ist auch ganz viel Charme. Doch es ist einfach so wichtig, dass wir das mit beachten bei unserer Jobsuche und dass wir das auch vielleicht ansprechen und einfordern können. Kurz, diese Bedürfnisse sind kein Luxusproblem. Diese Bedürfnisse müssen wir uns erfüllen. Sie sind einfach so wichtig für unsere Energie und unser Wohlbefinden. Wenn wir da schon viel wissen, wie wir ticken, dann ist es eigentlich auch schon die halbe Miete, weil das sind schon so viele Faktoren, die sich für uns erfüllen müssen, damit wir einen Job überhaupt antreten möchten. Etwas, was ich auch ganz wichtig finde, ist nicht nach dem Traumjob zu suchen, nicht nach dem einen Job, der zu mir passt, sondern vielmehr darauf zu achten, was ich denn gut kann, also meine Stärken, was ich machen will, was ich an Themen spannend finde, eben welche Bedürfnisse erfüllt sein müssen für mich, damit ich mich wohlfühle und dann zu sehen, welche Jobs aus verschiedenen Branchen, verschiedene Jobarten zu dem denn passen. Denn ich finde es immer so ein bisschen eine Falle, quasi zu sagen, ich muss jetzt irgendwie zwingend in die Feuerwehr oder ich muss jetzt zwingend Tierärztin sein etc., sondern es können ja ganz viele verschiedene Arten von Jobs auf die Bedürfnisse und Werte und Talente passen. Und da geht es mir jetzt nicht mehr darum, wenn man zum ersten Mal sich umschaut, sondern wenn es um einen Wechsel geht oder wenn es eben darum geht, dass wir uns nicht gut fühlen in dem, was wir gerade tun, dass wir da nicht zu eng und nicht zu viel Schwarz-Weiß-Denken haben, sondern einfach uns überlegen, welche Jobs passen denn alle zu den Bedürfnissen und zu dem, was ich gut kann und machen will. Kann ja ganz spannend sein, vielleicht kommt da etwas ganz anderes raus. Oder eben auch die Selbstständigkeit oder ganz verrückt vielleicht eine ganz andere Alternative zum Arbeiten. Also fragt euch, was macht mir Spaß? Was muss ich unbedingt haben in einem Job, dass ich happy bin? Was darf überhaupt nicht sein? Was stellt mir das Bein? Was tut mir überhaupt nicht gut? Weil es ja eigentlich den Traumjob nicht gibt, weil es ja immer etwas gibt, was ein bisschen uncool und langweilig ist. Fragt euch vielleicht, womit kann ich leben? Mit was für langweiligen Sachen kann ich leben? Und womit überhaupt nicht? Und dann vielleicht auch noch ganz wichtig, wir müssen uns fragen, wie viel kann ich arbeiten? Wie viel Energie habe ich? Weil dieses Teilzeitarbeiten, das ist immer ein bisschen verpönt und im Moment wird auch wirklich darauf rumgebasht, weil Kapitalismus. Aber im Grunde ist es wirklich scheißegal, sondern es muss zu deinem Lebensstil passen. Und ja, mir ist es sehr, sehr klar, dass es nicht immer möglich ist, sich den Job auszusuchen und man aus finanziellen Gründen nicht immer das Privileg hat, irgendwie lange zu warten, bis etwas kommt, was passt. Das ist schon klar. Doch dann kannst du ja den nächsten Job, der sich anbietet, annehmen. Aber vergiss nicht, dass du währenddessen weiter gucken kannst, dass du dann nicht eben da reingehst und dann da bleiben musst und loyal sein musst, sondern dann kannst du weiterschauen, bis du etwas hast, was dir mehr entspricht. Und die ArbeitgeberInnen, die hören das jetzt wahrscheinlich nicht so gerne von mir. Und ich möchte nochmals betonen, falls du das Gefühl hast, gewisse Dinge nicht einfordern zu dürfen, weil andere haben ja auch kein Problem damit. Deine Bedürfnisse, deine Wünsche, egal ob sie anders sind als die von anderen, sind valide und sie sind wichtig. Du darfst für dich einstehen und du darfst diese Dinge für dich einfordern. Und auch wenn das heißt, dass du vielleicht einen ganz unkonventionellen Weg gehst. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, was macht ihr denn so beruflich? Wo steht ihr da? Was ist für euch gut und was würdet ihr vielleicht nie mehr tun? Was wünscht ihr euch in Bezug auf Karriere und Arbeitsumfeld? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, danke sehr fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren und liked doch auch dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Folgt mir gerne auf Social Media, abonniert gerne meinen Newsletter. Ihr findet alles unten in der Beschreibung. Und ich wünsche euch einfach alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss!